So, moin Leute, herzlich willkommen im zweiten Teil der Vorstellung der Boss. Wir beginnen einfach mal mit der Saatgutablage und ich bin jetzt hier in der Vorgewendespur. Das ist ganz interessant, weil wir hier in der Fahrgasse sind. Wir haben hier alles durchgeschleppt, was wir durchschleppen können. Ja? Das heißt, hier ist unser Vorgewende und wir fahren die ganze Zeit immer hier so rum in die Flächen rein. Wenn wir uns jetzt das mal angucken, ja, ein paar Körner liegen oben drauf. Das ist ja brutal hart hier. Aber die meisten Körner sind hier drin. Also es ist wirklich extrem harter Boden. Jetzt geht es hier nicht darum, hier ist genau auch dieses Jahr wieder die Fahrgasse. Das ist gar nicht wichtig, dass hier was wächst. Für euch geht es jetzt im Prinzip nur darum, zu zeigen, dass die Saatgutablage auf so extrem harten Boden richtig gut ist. Ah, jetzt habe ich die weggewühlt, hier die Körner. Das ist ja wirklich steinhart hier, wie man sieht. Also man sieht schon ein paar Körner oben, aber es ist, wie gesagt, es ist extrem hart. Und für jede andere Drillmaschine wäre es auch total schwierig, da reinzukommen. Gucken wir uns das Ganze nochmal hier an. Ich habe jetzt hier angehalten für euch. Ja, also man sieht hier schön, wie wir hier den Spalt aufklappen. Also hier seht ihr auch, ist die Fahrgasse. Hier klappen wir den Spalt auf. Und da ist das Saatgut und hier sieht man auch schön, wie es am Ende wieder hier zugepackt wird. Und wir könnten jetzt hier auch in die Saatrinne mal reingucken. Ja, da finden wir auch das Saatgut. Muss man sagen, unter allen den Drillmaschinen, die ich bis jetzt hier gehabt habe, mit einem Scheibensystem, klar, eine Primera würde hier auch was hinkriegen, aber mit einem Scheibensystem ist das hier mit das Beste. Weil härter als das hier geht ja der Boden fast gar nicht. Das ist ja wirklich hier Beton. Ja, das sieht hier wirklich richtig gut aus. Und ich habe auch leider gerade festgestellt, aber da fahren wir da gleich da hinten noch mal hin, dass die Aufnahme, die ich da gestern gemacht habe, an so einem Mast, leider tontechnisch versaut war. Aber da fahren wir jetzt gleich noch mal hin und gucken uns das noch mal an. Was man so ein bisschen bei dem System beachten muss, so, machen wir erstmal wieder Gebläse an. Was man ein bisschen bei dem System beachten muss, um rückwärts zu fahren, ist es doch schon besser, die Unterlenker mit anzuheben. Dann hat man da deutlich mehr Freigang als, ja, guck mal, ich zeige euch das mal. Wir machen die Unterlenker mal runter. So, das ist nicht wirklich viel, was da am Platz ist. Und wenn man dann rückwärts fährt und das wankt und schwankt ein bisschen, ist eventuell gar nicht so gut. So, jetzt bin ich hier ein bisschen weiter gefahren. Wir sind jetzt hier auf dem Maisacker. Der Landwirt traut sich aber jetzt nicht, hier wirklich Direktsaat zu machen. Ist auch okay, aber ich darf hier so ein bisschen meine Aufnahmen machen, was ja auch in Ordnung ist. Ganz normaler Maisacker. Ja, ist ja relativ simpel dann hier. Die Ablage, seht ihr ja selber. Ja, wo waren die Körner eben? Habe ich die schon weggekratzt? Das ist ja kein großes Hindernis hier. Ich sag mal, hier ist ja, oder da ist das Korn. Da sind die Körner. Hier eine gute Saatgutablage hinzubekommen. Jetzt habe ich mir aber zwei Schwerpunkte hier ausgesucht. Einmal hier um die Fläche rum mit mehreren Überfahrten und mit Wildschaden. Und hier ist so ein bisschen, ja, Worst Case, wie ihr sehen könnt. Das heißt, wir haben hier ultra viel Masse, auch Kolben drauf. Jetzt habe ich hier schon überall mal ein bisschen nachgewühlt. Und wir haben hier, das liegt jetzt flacher, weil der Boden auch hier wirklich, also der ist echt hart. Wir haben hier, das Saatgut ist in der Erde. Wir haben aber auch hier Körner oben drauf, muss man ehrlich sagen. So, aber wenn man das hier beiseite macht, liegen hier trotzdem die Körner jetzt unter der Erde. So. Ja, jetzt gucken wir mal hier so einen Extremfall, hier so zwischen. Und das ist jetzt wirklich der Extremfall, muss man ehrlich sagen. Weil hier ist natürlich auch ein Kolben, wo er durchschneiden müsste. Das schafft er nicht. Aber da sind die Körner unter der Erde. Hier ist nicht durchgeschnitten, hier ist das Rad rübergegangen. Dann kommt hier Saatgut nach oben raus. Und hier geht es dann wieder weiter. So, hier ist dann wieder Saatgut unter der Erde. Wenn wir uns auf der Nebenseite das angucken, hat es hier wunderbar funktioniert. Ja. Also, da muss man sich natürlich überlegen, was man hier macht. Aber das ist gänzlich ein Problem, auch in der Mulchsaat mit so viel Material. Da kannst du, sieht man, da habe ich die jetzt weggekratzt hier, das Korn. Da kann man letztendlich nur irgendwie mit der Messerwalze rübergehen. Für einen Mulcher ist das ja auch fast schon zu tief, muss man ehrlich sagen. Gucken wir nochmal hier.
Hier ist auch so eine Stelle mit extrem viel Material. So, hier liegen die Körner natürlich auch oben drauf, aber nicht alle, wenn man mal so guckt. Also es müssten eigentlich auch welche unter der Erde sein. So, hier, da sind die unter der Erde. Da sieht man das auch tatsächlich. Da ist hier so ein Stängel. Also auf jeden Fall liegen sie schon mal immer unter Material. Das ist ja schon mal ein Anfang. Aber da sieht man auch, irgendwo hat alles so seine Schwächen. Aber auch da, auch unter der Erde. Also auch in der ganz normalen Mulchsaat, mal abgrüßen, auch in der ganz normalen Mulchsaat gibt es ja hier Probleme. Du fährst mit Scheibenecke rüber, du fährst mit einem Grubber rüber. Du hast da Material an der Oberfläche und auch da liegen Körner an der Oberfläche. Kann ich sagen, habe ich ja genug ein paar Jahre gemacht. Also hier wirklich der Härtetest, da muss man natürlich gucken, wie kriegt man das in Zukunft weg. Ja, was kann man da machen? Aber letztendlich ist das gesamte Material immer hier unten drunter. Also man sieht ganz selten, so wie hier, Körner oben drauf. Sieht man ganz selten. Und das ist auch hier so, weil wir halt durch den Stängel durch müssen. Dann am besten im Optimalfall schräg zu der ganzen Richtung fahren. So, hier haben wir es wieder. Da liegen welche oben drauf, liegen welche drinne. Das ist auch wirklich schwierig. Man sieht hier nicht mal mehr einen Schlitz. Man sieht hier nicht mal mehr einen Schlitz. Ist natürlich auch die Frage, ob es in der grünen Variante besser geht als in der nicht grünen Variante. Ein Vorteil ist natürlich, gerade bei uns im Norden, man schafft natürlich früh seine Saatzeitpunkte. Das heißt, wir haben ja hier den 23. September. 20. September ist bei uns die Normalsaat hier und da haben wir die höchsten Erträge. Können wir direkt hinterm Häcksler hinterherfahren. So, aber wenn wir natürlich sowas hier haben, das spielt die Maschine mit, ne? Das ist so einfach hier für die Maschine eine Saatgutablage hinzubekommen. Da haben wir es. Da liegt es. So, ich fahre jetzt mal hoch zum Häcksler, da nehme ich das mal ein bisschen im Vlog auf, dass die Maschine da fährt und dann schauen wir weiter. Also nochmal einen kleinen Gedankengang. Die Körner, die auf der Erde drauf liegen, wo das Material letztendlich auch oben drauf ist, das funktioniert und das geht. Also Herbst haben wir immer Feuchtigkeit, auch da würden die keimen. Nicht optimal, aber die würden keimen. Solche Stellen sind natürlich die absolute Seltenheit. Was ich da gerade gezeigt habe, in diesen Senken, da stehen hier, also ihr seht ja selber, der Mais steht hier unten in der Senke ungefähr bei 60 Tonnen auf dem Hektar. Wenn da alles lag, dann liegen da auch 60 Tonnen Material auf dem Hektar mit so dicken Stängeln. Super schwierig letztendlich. Wenn wir jetzt das meiste Zeit sieht es natürlich so aus und das ist auch gar kein Problem für die Maschine, das ist ganz einfach da zu performen. So, was wir jetzt zum Test mit zunehmen, wir haben hier so eine Spur, wo die ganzen Transporter durchfahren. Ja, meistens zum Anhäckseln in der Mitte, da geht es so ein bisschen los. So. Jetzt gucken wir mal hier und fahren hier rein und machen hier noch ein paar Aufnahmen, wie das letztendlich hier ist im harten Boden, wo ein paar Transporter durchgegangen sind. Also wir haben hier auch seit Wochen keinen massiven Niederschlag, sehr, sehr trocken. So. Und dann steige ich auch gleich noch mal im Häcksler dazu. So, wenn wir das uns jetzt hier mal angucken, das sieht natürlich easy aus und ist auch ganz einfach für die Maschine. Hier haben wir auch gar nicht so viel Material. Und hier finden wir natürlich auch in jeder Spur hier unseren Weizen. Da ist er. Auch hier weiter. Auch hier haben wir, die ist interessant. Hier haben wir eine Spur neben den Stoppeln. Aber auch hier gar kein Problem. Da sind die Körner. Hier ist eine leichte Senke, sieht aus wie eine alte Fahrgasse. Auch hier in den Stoppeln. Ja, auch gar kein Problem. Geht wunderbar. Geht wunderbar. Top-Ergebnis. Ich gehe erstmal rüber zum Häcksler. So, ich bin jetzt hier auf eine Fläche gefahren. Hier hatten wir Winterweizen und ich muss hiervon einen Teil abgeben. Und habe deswegen auch noch hier keine Zwischenfrucht gemacht. Voraussichtlich wird das so ungefähr sein, so ein Streifen, den ich hier noch weiter haben werde. Und weil ich ja quasi final mich noch nicht geeinigt habe, habe ich hier jetzt keine Zwischenfrucht gemacht. Dann bleibt das einfach hier so bestoppelt. Und das ist auch nicht viel, das sind hier 5 Hektar. Aber was wir hier einfach sehen können oder wollen, man sieht natürlich jetzt hier nicht mehr krass so viel Stroh, aber ich bin jetzt hier auch extra über eine Spur gefahren, wo wir hoffentlich noch altes Stroh drin haben. Gerade im Schwatt
Das ist so ein bisschen die Hauptproblematik. Hier war das Schwatt. Wir haben ja durch den Rotor haben wir sehr feines Stroh, was am Ende ja so ein bisschen durchrieselt, auch bei der Pickup beim Aufnehmen. Und da habe ich im Prinzip immer die größten Probleme. Und hier können wir uns auch einfach mal angucken, wie jetzt das letztendlich mit Hairpinning aussieht. Ja? Also in der Tat wurde mir auch gesagt, wenn das Stroh ganz frisch nach dem Dreschen ist, geht es wohl am besten, weil dann lässt es sich wohl am besten schneiden. Aber so, wir haben jetzt hier in der Saatrille haben wir jetzt Material, aber das muss ja gar nicht schlimm sein, denn wir packen die Saat hier so ein bisschen schräg darunter. Jetzt müssen wir bloß gucken, wo wir die Saat finden. Ich buddel das mal fix aus hier und dann hole ich euch sonst mal wieder dazu. Hier haben wir noch wieder einen Stein. Ich denke nicht, also hier oben drauf liegt ja kein Saatgut. Also wird es ja irgendwo da drinne sein. Ja, so, dann müssen wir hier, doch hier oben, da liegt ein bisschen Saatgut. Wird es ja hier drinne sein. Ja, das liegt hier unten tatsächlich. Da so ein bisschen unter. Da, aha, es liegt ein bisschen flacher tatsächlich durch die Menge. Aber es liegt ja quasi auf einer Seite. Ja, wenn wir jetzt hier reingucken, so, ist ein bisschen schwierig. Ich muss das so ein bisschen abklappen hier so. Das heißt, das Material, die Körner liegen hier und auf der anderen Seite liegt das Stroh gegen. Das klassische Hairpinning sieht ja immer so aus, dass wir so quasi das Schar reindrücken und da dann die Saat reinpacken. Wenn wir jetzt eine Seite natürlich Kontakt mit Erde haben und andere Seite haben wir sozusagen das Korn abgelegt, dann sieht das natürlich schon viel besser aus. Ja, vielleicht stellt man ein bisschen mehr Druck ein. Aber obwohl ich denke, gar kein Druck, sondern vielleicht ein Mühe tiefer. Ja, aus diesem Grund habe ich auch schon festgestellt, fahren viele Betriebe in Direktsaat tatsächlich schräg zur Stoppel. Auch wenn man eine alte Stoppelreihe hat, dass man sozusagen davor und dahinter dann eine Ablage hat, dann geht das ja auch. Wir haben ja hier Material, was ja sich sozusagen verwachsen kann. So, wir müssen das ja jetzt hier vernünftig finden. Das kann ja nicht alles. Ah, ja, das haben wir gerade weggekratzt hier. Das kann ja nicht alles im Stroh liegen. So, also man sieht, ein paar Körner liegen hier oben drauf. Aber es müssen natürlich auch welche unten drunter liegen, denn so wenig Körner drillen wir ja nicht. Das haben wir gerade weggekratzt. Also im Stroh liegen die deutlich flacher. Das ist auch gerade das, was wir eben im Mais festgestellt haben. Da. Hier liegen zwar unter Erde, liegen aber flacher. Wenn man das natürlich einheitlich hatte, dann kann man natürlich das Ganze noch ein bisschen tiefer stellen. Das ist jetzt natürlich so eingestellt, dass das im Raps funktioniert, ne? Oder Nackenraps. Ist auch ein bisschen schwierig. Sobald man natürlich das Material wegmacht, dann nimmt man so ein bisschen das auch raus, was da in dieser Furche mit drin steckt. Hier, achso, hier, ich habe falsch geguckt. Hier, was da in dieser Furche drin steckt. Naja, relativ viel oben. Gucken wir noch mal ein Stück weiter. Vielleicht haben wir auch eine relativ blöde Stelle erwischt. So, mal gucken. Hier war das Schwatt. Hier war das Schwatt. So, jetzt müssen wir bloß erstmal mal finden, wo die Schare liefen. Hier. Hier. Da ist relativ viel oben von dem Material. Vielleicht muss ich auch ein bisschen langsamer fahren, vielleicht bin ich ein bisschen schnell gefahren. Also, es liegt auf der Erde und ein bisschen in der Erde, aber es ist jetzt nicht komplett unterm Stroh. Ich denke, ich muss hier ein bisschen langsamer fahren. Bin ein bisschen vielleicht zu schnell gefahren und dann haben wir ein bisschen länger Zeit, wo sich der Schlitz öffnet. Das ist natürlich hier, wie ihr seht, absoluter Sand. Das fällt auch super schnell zu. Das heißt, der Schlitz wird nicht so ein bisschen aufklaffen, wie das bei den härteren Böden ist, dass der so wie so eine Welle durchgeht, sondern der wird einfach direkt wieder zufallen. Und das, glaube ich, macht es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger hier. Ja, wie wir auch hier sehen. Ja, das liegt jetzt oben drauf, das Material. Hier. Das ist natürlich nicht optimal. Hätte ich so nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Ich fahre noch mal einmal, einfach mal eine Spur langsamer. Und dann werden wir sehen. So. Ich habe das gleich mal so gemacht, wie die Jungs mir das immer gesagt haben. Das heißt,
Fahren, anhalten, kontrollieren. So, wir haben jetzt, klar haben wir hier oben auch wieder Körner drauf, aber jetzt sieht man es doch deutlich ein bisschen besser, dass er doch relativ viel unter der Erde ist. Ich glaube, das ist so, das zieht man auch alles so ein bisschen raus, weil es sind ja nicht alle Körner, wenn hier 2, 3 oben liegen, das sind ja nicht alle, die man da versteckt hat. Was ein Kuchensand, Alter. Was ein Kuchensand. So, aber wir müssen ja natürlich jetzt das Saatgut finden, sonst bringt uns das ja auch alles nichts. Das wäre ja schon fast zu tief. Wenn man so seitlich reinguckt, muss man ehrlich sagen, sieht es ja gut aus. Er öffnet das, er packt das in den Schlitz rein und gut ist. Und wenn wir jetzt hier hinter gucken, jetzt ist hier die Spur mit dem Schwatt. Habe ich jetzt mal für euch angehalten. Muss das ja hier liegen. Müssen wir ja hinkriegen, Leute. Geht ja nicht. Man weiß ja auch nicht, muss man ja sagen, ist ja nicht meine Maschine, ob man eventuell genau was anderes einstellen sollte. Also auf jeden Fall, was man sieht, in jedem Falle, was man auch beim hier haben wir ein Korn und da ist keins, hier haben wir eins, so das nehmen wir mal raus. Was man in jedem Falle auch sieht, auch beim Mais-Saatgut, das liegt immer auf der Erde. Wenn es unter dem Material ist, liegt es auf der Erde. Kann nicht sein, dass ich das nicht finde. Mensch, Kinder. Aber es liegt ja nichts, also quasi hier sieht man ja, es liegt ja nichts oben drauf, also muss es ja unter der Erde sein. Vielleicht liegt es auch noch weiter an der Kante, als man denkt. Vielleicht ist der Untergriff noch weiter, als man das vermutet. Aber der Dosierer war auch an, ja? Oder habe ich die hier runtergelassen, die Maschine? Ich habe nämlich einmal noch neu gestartet. Moment, ich gehe mal einen höher. Ich habe nämlich einmal neu gestartet. Genau. Und habe sie da ausgehoben. Weil ich gedacht habe, ach, fahren wir noch ein Stück und hebt dann noch mal an. So, hier, das glaube ich sieht am schlimmsten aus von der Stelle. Ah ja, das sieht schon besser aus. So, wenn wir das jetzt aufklappen, dann haben wir hier, ist ja logisch, ein bisschen Material vermischt, aber wir haben das Ganze hier auf der Erde. Das heißt, Erdkontakt haben wir da und da. Es ist nicht klassisch. Ja, das haben wir auch aus der Erde gekratzt. Es liegt jetzt natürlich flacher, als es soll. Aber es ist jetzt nicht krass mit der Erde in Verbindung. So, den nehmen wir weg. Also man sieht das da auch ganz gut. Moment, ich muss immer, wie der da drinnen liegt. Das Material klafft natürlich so rein. So. Hier sieht man es jetzt auch ganz gut. Das klafft jetzt da rein, aber es liegt da drinnen und hat immer ein bisschen Erdkontakt. Das ist auch, weil dann natürlich eine Seite wird natürlich so weggeschält. Funktioniert das. Keine 10 von 10, aber es geht. So. Jetzt fahre ich da drüben, auf meine Sonderkulturen. Ich habe jetzt noch einen ganz kleinen Rest Saatgut drin, das fahre ich jetzt leer und dann drehe ich eine neue Sorte ab. Ich bin jetzt hier auf extremem Sand. Extremer Sand. Also ihr seht selber, hier. Und das ist Direktsaat. Der Boden ist fest. Ja? Also man muss aber sagen, hier war jetzt überlappt und doppelt. Hier haben wir relativ unbewachsen. Und da sieht das so aus, also es geht, aber man sieht, der Boden fängt auch hier an zu schwimmen. Ja? Die Ablage ist da. Und wir haben auch sogar hier feuchten Boden. Und da waren die Körner, da liegen sie. Ah, da. Da liegen sie schön im feuchten Boden. Das ist gut, dass das im feuchten Boden hier drin ist. Aber man sieht natürlich, Oberflächenbewegung ist da. Da ist es drin. Perfekt gebettet im feuchten Boden. Wenn wir jetzt natürlich wie hier den Senf haben, also hier stand der Senf, den haben wir weggemulcht, dann haben wir natürlich Material, was dafür sorgt, dass der Boden fest bleibt. Wenn wir hier nichts haben, haben wir natürlich diesen schwimmenden Boden. Ich denke, das kriegt man, wenn überhaupt, über Jahre mal so ein bisschen weg. Also dadurch, dass sich halt Organik an der Oberfläche aneignet. Aber hier ist ansonsten, ich sage euch ganz ehrlich, mit der Tigerdrill, mit der Köckerling, die wir hatten, hier an der Stelle minimale Bodenbewegung und das Ganze ist einfach wie eine Welle vor der Rückverfestigung weggeschwommen. Wirklich, das ist somit der sandigste Teil überhaupt hier.
Und ja, da müssen wir ja ein bisschen was machen, dass das hier auch besser wird. Der Senf, den hatten wir gemulcht, weil da war der Maiszünsler wirklich derbe drinne. Quatsch, der Maiszünsler, Hannes. Der Rapsglanzkäfer, der war da derbe drinne und da könnt ihr mal sehen, da ist kaum was nachgewachsen. Der Vorteil ist so, wir sind ja hier auf den Sonderkulturen. Die erntet man manchmal ein bisschen relativ früh und dann hat man so ein bisschen, ja, auch Planting Green jetzt hier drauf. Wenn man jetzt das nicht schafft, pflanzenschutztechnisch die wegzubekommen, die hier, die frieren ja einfach tot. Ja? Das heißt, wenn jetzt, angenommen, wir würden jetzt kein Totalherbizid fahren, sondern wir lassen die Fläche jetzt so da, dann friert das ja einfach tot. Man muss natürlich nur im Auge behalten, dass der sich jetzt hier nicht weiter vermehrt. Ne? Dass hier jetzt keine Schoten mehr gebildet werden, die jetzt aussamen und die dann im Frühjahr rauskommen. Na klar kriegen wir die im Frühjahr im Getreide raus. Das bedarf aber wieder ein extra Aufwand von Pflanzenschutz, den wir ja vermeiden wollen und den können wir jetzt ackerbaulich reduzieren. So, jetzt einen Tag weiter und ich bin jetzt hier ein bisschen gefahren. Jetzt sind ein paar Punkte, die werde ich auch noch im Fazitvideo ansprechen. Aber hier zum Beispiel, es fehlt einfach ein Tritt, dass man in den Tank kommen kann. Dass man nie in den Tank geht, ist völlig ausgeschlossen. Man muss da immer mal rein. Da geht mal Papier runter. Das Ding ist, also ich bin ja halbwegs sportlich, sagen wir so. Das heißt, wenn ich jetzt hier reinkrabbel, erstmal euch einmal schön meinen Hintern zeigen, dann kann ich jetzt hier ein bisschen drin arbeiten. Aber wie soll jetzt angenommen ein älterer Mensch hier so richtig rauskommen, damit das arbeitsschutzkonform ist? Ja? Ich könnte hier irgendwie an den Seiten, aber das ist relativ rutschig. Also ich komme einfach so raus, weil ich einigermaßen sportlich bin. Aber als älterer Mensch, mein Vati würde, glaube ich, schwer da rauskommen.